Grüß euch zur Nummer 18. So einfach kann es sein. Kurz einmal hintergeschaut, gesehen, da kommen welche, die sind schneller als ich und die dann einfach mal durchlassen. Klar, hätte er nicht geschaut, dann war er die dahinter geblieben, hätte bremst. Ich bin ja eh schon langsamer gefahren, ich habe ja gesehen, was da kommt. Ohne Schauen wieder über den Radlweg überholen. Da wird dann klingelt, dass die merken, dass andere Leute auch noch gibt. Bleibt er stehen oder nicht? Immerhin schaut er und bleibt da stehen, wenn ich komme, weil wenn er schon über Rot läuft, dann muss er wenigstens aufpassen. Er ist langsam gewesen, ich bin langsam gewesen. Mein Gott, das passiert halt einmal. Wahrscheinlich hat er wegen dem Auto da vorne nicht so viel gesehen und er ist ja sofort stehen geblieben. Also, mei. Wegen der Kamikaze-Aktion war ich so verwirrt, dass ich erst einmal in dieser Parklücke da stehen geblieben bin, bis ich dann verstanden habe, dass der auf dem Gehweg weitergefahren ist, um den hinter uns durchzulassen und nicht stehen bleiben zu müssen. Also auf sowas muss ich auch erst einmal kommen. Jetzt komme ich schon wieder nicht mit dem Rennen hinterher. Also wegen dem Radlweg. Ich weiß nicht mehr, ob der benutzungspflichtig war oder nicht. Das war aber ein Wurscht, weil der war nämlich gescheit. Und bei sowas fahre ich auch auf freiwilligen Radlwegen gern. Und liebe Radlfahrer, fahrt da jetzt bitte nicht einfach an dem Bus vorbei. Die Tieren sind gerade aufgegangen. Da kann da jederzeit einer rauskommen. Und wenn, dann knallt's. Das ist schon mal sicher. Warum bin ich dann trotzdem drauf vorbeigefahren? Ganz einfach, ich habe in die Tieren geschaut und die haben gespirgelt und dann habe ich gewusst, dass keiner kommt. Also ich war mir zu 100% sicher, dass da keiner kommt. Zuerst habe ich gar nicht geglaubt, dass das ein Radlweg ist, aber wo ich dann das Schildl gesehen habe, also ich muss schon sagen, der Radlweg, der gefällt mir. Also das nach dem Tunnel da, das war schon ein bisschen blöd gemacht. Klar, auf dem Boden ist schon eine schwache Linie, die sieht man schon fast gar nicht mehr. Aber ich war halt jetzt instinktiv geradeaus weitergefahren, weil ich gedacht habe, dass die Baustelle nur ein Stück geht. Hätte ich das gemacht, dann wäre ich volle Kanne ohne Schauen mitten auf die Straße gefahren. Bloß weil man bei der Ampel immer weiter vorrollt, wird die auch nicht eher quer. So nach dem Motto, wenn ich derer jetzt dichter aufruckt, dann kriegt's vielleicht Angst oder was denkt ihr euch dabei? Am Bahnhof geht der Schmarrn wieder los. Wo muss ich parken? Wo darf ich parken? Und wenn ja, wie lang darf ich parken? Mein Gott, du bist doch am Münchner. Kannst du nicht einfach mit die Öffentlichen kommen? Mit der Tram, mit der U-Bahn? Oder vielleicht sogar mit dem Radl, aber muss man da immer mit dem Auto zum Bahnhof fahren? Da ist doch sowieso kein Platz. Eine von vielen Baustellen in Minga. Aber ich bin ja froh, dass wir eine eigene Spur haben und uns nicht irgendwie zwischen die Autos dann einfädeln müssen, weil das war halt mal nix. Aber es ist schon interessant, wie viel Absperrzäune Minga so übrig hat. Also neben uns ist eine abgesperrte Autospur, die ist links davon mit so dünnen Bahnbalken abgesperrt und rechts durchgängig mit Zaun, wie so ein Hochsicherheitstrakt, dass kein Radler ja auf die Straße fährt. Wenn man am Auto die Spiegel richtig einstellt, dann sieht man einen Radler, der von rechts hinten kommt und mehr als 2 Meter weg vom Auto ist. Und wenn man dann auch noch durchlässt, hat man alles richtig gemacht. So wie die da stängern, sind die schon von der falschen Seite gekommen und wollen auf der falschen Seite dann weiterfahren. Und wieder ein Kamikaze-Kind. Gut, wegen der blöden Verpixelung sieht man es natürlich wieder nicht, aber wenn man einfach mit gesenktem Kopf über einen Radlweg geht, das ist keine gute Idee. Wenn ich quer gehabt habe und sie kommt aus der Seitenstraße raus, dann hat sie bestimmt, ich sag's jetzt mal nicht, da kommt sie selber drauf. Das möchte ich jetzt nur erwähnt haben. Jeder Radler darf auf dem Radlweg so schnell fahren, wie er mag. Wenn er meint, er schafft 40 und die Gegebenheiten sind da, dann kann er das gern machen. Wenn es aber Leute gibt, die fahren bloß 10, dürfen die das genauso. Jeder so schnell wie er mag oder halt wie er es schafft. Deswegen, das was ich gemacht habe, das dichte Auffahren, ist nicht richtig. Das war falsch von mir, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ich habe die Dame wahrscheinlich dadurch sogar in eine Stresssituation gebracht und die Situation unnötig gefährlich gemacht. Oh, come on. Das passt. Nicht so ganz. Das wird nichts mehr. Also
Also mit der Hofeinfahrt daneben passt der Winkel vom Auto nimmer ganz zusammen. Also er steht mehr oder weniger vor dem Konditoreifenster. Ist er jetzt von der Einfahrt dann rübergefahren oder hat er so geparkt oder Update zu Teil 14? Der Strich ist jetzt nachgerüst, jetzt ist er wirklich ein getrennter Radl- und Fußweg. Der Nissan-Fahrer war vom Kennzeichen her nicht ortskundig, aber das ist noch lang kein Grund, an jeder Kreuzung langsamer zu werden, zum Teil ganz stehen zu bleiben, nur um sie zu orientieren oder jemanden auszulassen. Das ist gefährlich, weil dann verleitet man die Hinterarm zum gefährlichen Überholen und sorgt für allgemeine Verwirrung. Also im Zweifel fahrt man an der Kreuzung, wo man rein hat wollen, vorbei, dreht an geeigneter Stelle um und fahrt wieder zurück. Dauert ein bisschen länger, das ist klar, aber dafür ist sicherer und man kommt halt dann ein bisschen später an, aber man kommt an. Videos sind ein bisschen durcheinander gekommen, das ist jetzt nur von der Hinfahrt. Das rechts vor links da, das, ja, ist halt da, das da ist. Ganz normales Samstagmorgengespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, die Reifen von dem LKW, die brauchen ein bisschen Luft. Handzeichen gemacht, weil ich vom Radstreifen auf die normale Fahrbahn wechsel. Der andere hat denkt, ich bergab, ist deswegen schon halber mit abgebogen. Dann fährt der andere, der Transporter, einfach ohne Blinken los. Ich bin neben ihm. Erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, ich bin ja im toten Winkel gewesen. Gut, dass der rechts abgebogen ist und die links. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd ausgegangen. Bis zum nächsten Mal. Also, wenn's wollt. Macht's es gut. Servus.